Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sherlock Holmes Chapter 1. Und wir waren auf der Suche nach einem jungen Mann, der eine Beziehung mit Miss Gilden haben soll und der eventuell mit dem Tod von Mr. Gilden zu tun haben könnte. Und ich wollte jetzt hier nochmal den Schuppen durchsuchen, denn rechts oben beim Hinweis steht, dass man das Auge benutzen soll. Und ich wüsste sonst auch nicht, an welchem Ort wir das machen sollten. Wir waren ja beim letzten Mal noch beim Markt, weil da irgendwas mit Teehändlern oder so in dem einen Hinweis stand. Aber irgendwie hat das auch zu keinem richtigen Ergebnis geführt. Aber hier ist jetzt auch nichts weiter zu sehen. Steht John? Hat er noch was zu sagen? We can become pirates and show them what should be stored in here. Hier haben wir doch was. Eine Teedose, nicht schmutzig oder... Ah, Tee. Verstehe. A typical tea tin. Queens. Undeniably psychotropes. Not for toothache, I think. I wonder what he has for biscuits. Okay, also geht es hier scheinbar nicht um Tee, sondern, ja, was war das? Kokain oder was? Du wirst dich an unsere Abmachung halten. Glaub mir, du willst ganz sicher nicht einfach aussteigen. Du musst uns frische Ware für unsere Teegesellschaft so. Okay, scheinbar hängt dieser Typ, ich habe leider den Namen gerade vergessen, hängt der mit in, ja, so einem Schmugglerring drin, Drogenschmuggler. Das können wir hier irgendwas machen. Mr. Gilden, rote Pol... Tödliche Verletzung, Messer. Okay. Goliath könnte Mr. Gilden getötet haben. Der Elefant Goliath könnte Theodore Gilden angegriffen haben, um auszubrechen. Ja, das glauben wir ja eigentlich eher nicht. Oder ich zumindest nicht. Was haben wir da noch? Okay, das hatten wir schon alles. Jemand wurde Zeuge des Geschehens auf Mr. Gildens Anwesen. Die Person verlor ihr Messer und könnte verletzt worden sein. Okay. Sonst das haben wir alles ausprobiert, ja, ne? Ja. Okay, ja gut, aber bringt uns das jetzt hier irgendwie weiter? So richtig auch nicht, oder? Schon noch was zu sagen? We can become pirates and show them what should be stored in here. Das können wir schon. Oi! Oh! Hands off my possessions before you lose your fingers. Are you illiterate? The rules are written everywhere. Ah, Mr. Perks, the cabin boy himself. Champion, you mean? I was right. You are illiterate. I think a couple of shiners might teach you. One last chance. Who are you? Das sollten wir vielleicht nicht sagen. Ich bin ein Freund von Imogen. I'm Sherlock Holmes, a friend of our mutual acquaintance, Miss Imogen. Look, you artichoke. Imogen has no friends. Except for me. If you must try to insult people, it's better to know the meanings of the words that you're using. You fancy you could teach a sailor to swear? Go ahead. Show me how inventive you are. Stand still for a moment. Ah, was ist er denn für ein ekelhafter Typ, ey? Hoffentlich können wir ihm irgendwas anhängen. Also, wir beobachten mal. Kaum sichtbarer Adamsapfel, weiblich. Okay, haben wir es hier vielleicht mit einer Frau zu tun? Und ist das vielleicht der Grund? Also, hat sie eine Beziehung mit Mrs. Gilden? Oder Miss oder Mrs.? Wie nennt man das? Und deswegen wollen die vielleicht auch abhauen. Also ich schätze mal, die Miss Gilden weiß, dass sie eine Frau ist hier. Achso, jetzt habe ich gar nicht gelesen, was hier stand. Mist.
Geschwollener Ellbogen, er litt harten Schlag. Breite Hüften und Oberschenkel, ausgeprägter weiblicher Körper. Ja, entweder professionelle Schmugglerin, Paul Perks ist in Wahrheit eine Frau, die sich als Mann verkleidet, um so einen besseren gesellschaftlichen Stand zu haben. Sie nutzt die Privilegien der Männerwelt, um ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Unter dem Deckmantel ihrer Seglerkarriere betreibt sie Schmuggel für Banden auf Cordona. Ihr verletzter Arm spiegelt die Gefährlichkeit ihres Lebens als Schmugglerin wider. Sie wirkt grundsätzlich furchtlos und gerät aufgrund ihrer Verbindung zur Unterwelt immer wieder in Schwierigkeiten. Ich bin der Meinung, sie hat sich als Paul ihren Platz in der Welt verdient. Ich sehe keine Veranlassung, ihr Geheimnis preiszugeben. Oder... Das ist wieder das Gleiche. Sie steckt all ihre Energie in ihren Sport, auch wenn sie dabei hin und wieder kleinere Unfälle auf dem Meer erleidet. Schramm und ein verletzter Arm sind Ehrenzeichen dieser gefährlichen Sportart. Sie ist eine furchtlose Seglerin und nicht willens aufzugeben, auch wenn sie dafür einen hohen Preis zahlen muss und dies eigentlich nur Männern vorbehalten ist. Ich sehe keine Veranlassung, hier das mal zugeben. Ja, na gut. Diese Geschichte mit den Drogen weist ja wohl eher hier darauf hin, ne? So, a woman wishes to become a real criminal, and smuggling is a stepping stone towards that? Is there not enough prestige in yachting? Or is it easier to compete with other fools like yourself? Everyone has a starting pistol, just shoot and run. Don't say a word. I don't know where you're getting half of this nonsense, but you're on some thin ice here that I'm willing to crack. Damn you, Paul. I'm sick of... Who's this peacock? Does he know who I am? I definitely know who you are not. You're not a dictionary reader, at least. I wanted to see how you... pals interact with each other in your natural habitat. Oh oh, das gibt einen Kampf. Na toll. But I'm afraid I have to interfere. Oh nein. Oh weia, oh weia. Okay. Oh. So. No more crime for you until next month. So. Komm mal her hier. Das hat nicht gereicht. Oh. Oh. Mist. Oh, beide gleich. Kriegen wir so beide? Schnell, schnell, schnell. Don't bother Die Frage, müssen wir moving. sie The snuff's ready. Oh, oh, oh. I am invincible. Oh. Au. Oh Mann. Ja, wir kommen hier gar nicht weg. Dodge this! Ja, toll. Oh weia, oh nein. Ich weiß schon, das wird mein Lieblingsteil an diesem Spiel. Ich meine, wir könnten sie auch einfach alle abknallen, aber eigentlich würde ich sie schon gern festnehmen wollen. Die Frage ist nur, müssen wir da irgendwas machen? Das ist mir immer nicht so klar bei diesen Handschellen-Symbolen. Oh, lass mich in Ruhe. Just die! Die mit dem Hut, diesen Hut zu kriegen. Don't cry, you'll live. Too simple. So, okay, jetzt The snuff's ready. müssen wir hier irgendwas machen. Oh, da kommt schon die nächste. Oh, weia. Oh, weg. Lauf doch noch langsamer. Warum läuft er so langsam? Achso, weil ich... Hallo? Warum kann ich nicht zielen, oder? Was ist hier mit der Steuerung? Oh nein, ein Bug. Ich kann gerade nicht zielen oder irgendwas. Just die! Okay, jetzt will ich danach, aber ich sehe gerade gar nichts.
Schnell weg. Dodge this! Ach, das geht wahrscheinlich nur, wenn es ein Heimweg ist. Oh nein. I can overcome the brute now. Oh ja, lauf doch gegen die. I'm coming for you. No more crime for you until next month. He's all yours now. Go for it. Oh, wow, wow. So, waren das jetzt alle? Don't cry, you'll live. Give him the pepper snuff. Oh, da kommen noch mehr. Not that easy. Ach, oh, ja. Oh. Oh nein. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Oh, verdammt, ey. Zum Glück lädt sich unsere Gesundheit immer wieder so schnell auf. Oh, jetzt komm her. So. Overcome him. Don't run. Oh nein, ich wollte doch den an... Oh Mann. I'm coming for you. Oh, ich merke schon wirklich, diese Kämpfe, die werden echt mein Lieblingselement hier im Spiel. Das wird richtig Spaß machen. So, er ist gerade beschäftigt hier. Take a rest, my friend. Oh, jetzt. So. I'm coming. Don't bother moving. The snuff's ready. You can overcome the brute now. Okay. Just die. Haben wir noch irgendwie eine Lampe oder irgendwas, wo wir ihn reinlocken können? Wir haben Pulver. So. Was Take das a jetzt? rest, my friend. Ja? Oh. Gott sei And there's Dank. no reward for risking our lives. Paul's explanation will suffice. Also. Wenn wir wirklich hier ohne Erschießen durchkommen wollen, dann wird das eine ganz schöne Herausforderung. Was ist das hier? Ach, von der Lampe wahrscheinlich noch. So, wo ist der Paul jetzt hin? Hier. Your fellow mariners have a strange way of showing hospitality. They were not my friends. Are you sure? I would rather risk my neck for someone who's at least honest and thankful. Perhaps then don't enter someone's life and be so judgmental, pretending you're better than they are. Then give me your perspective and allow me to see through your eyes. Theodore Gilden ist tot. I tried to tell you before, but your partners interrupted. Have you heard the news? Theodore Gilden is dead. Do you have anything to say? Well, what a shock. To me, he was an angry old ogre. Good riddance. Was it Goliath that killed him? Did it crush him? Break his bones? Come on, tell me. I want all the details. You have an unusual way of showing grief. Imogen wouldn't appreciate that. But yes,
The animal could have been involved. It's poetic in a way, isn't it? It takes a beast to kill a monster. I wish I could have been that elephant. Wo waren Sie denn heute Morgen? What were you doing this morning, Miss Perks? Don't call me that. I'm a champion. I was sailing. The other club members told me that you missed the race this morning. Do champions not need to practice? You've talked with them already. No, I wasn't racing. I visited the doctor after that attack on me. And then I had to honor the deal with the bandits you just took care of. Sie handeln sich Ärger ein? You're asking for trouble with this smuggling business. You'd better leave it before they smuggle you out in a barrel. Don't patronize me. I've only ever had trouble with law-abiding citizens like Gilden and you, never bandits. So ask me anything you want, and then get out of my sight. Wir präsentieren Ihnen ein paar Beweise. Ihm, ihr, ja, wie auch immer. Look what I found. A box full of darts. Hey, that's mine. I confiscated it. These darts appear to be filled with something. Poison? How powerful is it? It's strychnine. Enough to instantly kill a small rodent. I haven't tried it on a human. Yet. I hope you know what you're doing. Could it immobilize a larger animal, say, an elephant? I've never tried, but I have wondered. Ja, das hätte ich nämlich auch gedacht, dass sie damit den Elefanten betäuben wollte, um vielleicht die Kette zu lösen, damit der Elefant dann Mr. Gilden angreifen kann. I don't know what you're suggesting. I don't know what you're suggesting. You smuggle illicit psychotropes on your yacht. Not a delivery for the hospital, I'm sure. Of course not. I've had to cut corners to earn some money. How might a person afford to pay for a yacht in an honest way? I don't know, although I'm smart. The buyers are my customers. Adults who are willing to pay for their pleasure, or weapons for jewels. Whatever they want me to deliver. Nothing criminal. Well, it's your lucky day. I'm not here because of smuggling. Have you tasted this tea yourself? I wouldn't have been a champion if I had used it. It's just a side business that keeps my career afloat. It's quite expensive to compete in yachting. Sometimes I cut corners. Such as fixing whirlpool yourself? Exactly. And sometimes I just have to pay. That's how I earn money. I don't sell slaves or take the last mangear from a poor family. It seems as though Theodore Gilden hung a sword of Damocles over your life and career. Were these only words, or something more serious? Check my forearm. Pulled muscles and bruises. Small cuts. Nothing that you could call serious. I doubt that a man in his late 50s could wrestle you. It wasn't him. He behaved like a rat and hired brutes. His boys tried to lock my hands behind my back, but I was faster and I escaped. Was he so protective of his daughter, or was it your feminine secret that provoked him? My guess is that he was protecting his property. As he saw it, he owned Imogen, and he treated her like a piece of furniture. He didn't want his daughter to be loved by anyone. What's more painful is that Theodore didn't allow me to love his daughter. Typical. I'm not sure that your relationship with Imogen could be described as typical. Are you afraid of a woman in trousers? Now that's typical of men. So, darüber wird sie wahrscheinlich nichts wissen, Between oder? yachts, darts, and notes from bandits, I've discovered many fascinating facts about you. But this, an installment of Nabe and Laura's adventures. Why did you sully your library with this? It's a gift from Imogen. I didn't buy it. I might have turned a couple of pages, but nothing more. I swear. I will give you the benefit of the doubt, but your literary taste has put you on my blacklist. Okay, die Fotografie. A charming picture. I've heard that champions do often pose with their trophies. Cheeky. It is a lovely trophy, though. I'm sure you will agree. What is it that you like most about her? Her naivety? Her father's money? A somewhat difficult choice. Especially now that her father is out of the equation. I don't know what this means. A. Swift. Are you familiar with this name? The gentleman had business with Mr. Gilden. Likely just another strange and wrinkled fellow like old Gilden was.
Perhaps this swift person has a rhino, and they wanted to see which pet was stronger. In other words, I don't know who he is, but I bet he's crazy like Theodore. I doubt that court owner has ever boasted a battle arena for that size of mammal. You have an interesting imagination. Okay, inzwischen glaube ich tatsächlich immer weniger, dass sie mit dem Mord was zu tun hat, auch wenn sie mir immer noch nicht so richtig sympathisch ist. Sie hat so ein bisschen so eine überhebliche Art. Eventuell könnte doch hier dieser Swifter eher mit drin stecken. Imogen doesn't strike me as an industrious young lady, so I find it strange that she was busy packing up all her belongings when Mr. Gilden died. That's some favorable wind in your sails, isn't it? Is it so suspicious that a couple might embark on a trip? I wanted to thank her, so we planned to go traveling. A Theodore-free place, without elephants. The timing of it is suspicious, however. Your lady friend becomes an orphan and heir, and there's a planned trip directly afterwards. An improvised romantic dinner will never please a spoilt girl. A planned voyage might. It's not spur of the moment. Was auch dagegen spricht, dass hier die Tochter damit drin steckt überhaupt, ist ja, dass sie darauf bestanden haben, dass wir erstmal hier den Elefanten finden und so weiter. Würde sie damit drinstecken in diesem Komplott, dann hätte sie ja zugesehen, dass sie möglichst schnell weggekommen wäre, oder? Does this knife seem familiar? I didn't find it in your competitor's back, to be clear. This knife is as blunt as your humor. It's a bosun's knife, but it's not mine. I wouldn't be so careless as to mislay my tools. What can you tell me about the elephant? He's smarter than some people here, including his owner. Although I feel he could be dangerous, no matter how much he's fed. Why is that? Have you ever seen Goliath attack anyone? Well, not exactly. But I saw it, abusing some poor tree during one of its walks with Theodore. The expression on that old ninny's face was priceless. But it wasn't funny to look at. Believe me, it was frightening. Okay. Wir haben einige neue Hinweise, alle Hinweise erhalten, aber wahrscheinlich nur für diesen Ort, nehme ich an. Schauen wir mal. Also, wir haben das Profil hier. Mrs. Perks sagte, sie würde die Pfeile mit Strychnin befüllen und sie dann zur Schädlingsbekämpfung nutzen. Paul, oder besser gesagt Mrs. Perks, betreiben nebenher Schmuggel. Das kennen wir auch. Mrs. Perks bestätigte, dass sie sich mit Theodore Gilden über Imogen gestritten hatte. Mrs. Perks sagte, dass die beiden an einen Ort reisen wollten, an dem sie vor Theodore Gilden ihre Ruhe gehabt hätten. Mrs. Perks sagte mir, dass das nicht ihr Messer sei, da sie auf ihr Werkzeug immer gut Acht gebe. Und Mrs. Perks war nicht überrascht darüber, dass Mr. Gilden von Goliath getötet wurde. Sie sprach auch darüber, dass gerade Paarungszeit für Elefanten ist. Oh, okay. So, was haben wir hier? Mr. Gilden wollte Paul Perks schaden. Theodore Gilden wollte Paul Perks Karriere ruinieren und heuerte sogar Schläge an. Paul Perks Ellbogenverletzung könnte von einer Kollision mit der Schuppenwand auf Theodore Gildens Anwesen herrühren. Ja. Die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Können wir hier noch irgendwas? Just be quick. Too ordinary a room for a champion. There's no incentive to put in any effort. Das kennen wir ja alle schon hier, ne? Ja. Tja, und nun? Welcher Spur können wir denn jetzt folgen überhaupt? Okay, vielleicht sollten wir doch nochmal hier nach einem Zeitungsartikel suchen.
Und dann müssen wir mit irgendjemandem noch über diese Elfenbeinbäder sprechen. Okay, vielleicht sollten wir wirklich als nächstes tatsächlich mal zum Zeitungsarchiv oder zur Redaktion gehen und schauen, ob wir da etwas finden. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und tschüss.